Gutes Morgen miteinander und herzlich willkommen zu der 6. Folge von Ueli on Tour. Wir starten den 2. Tag. Der Dorian und ich haben immer noch die Flagge und das ist der aktuelle Stand. Hallo miteinander, gutes Morgen. Wir sind jetzt in Olten. Da haben wir gestern aufgehört. Am 9. Uhr geht es weiter und am 9.02 Uhr haben wir bereits unseren Zug, der Richtung Lausanne geht, der in Biel haltet. Wir sind da immer noch im schönen Biel am Bahnhof und ich sage mal so, die Kacke ist am Dampfen. Wir haben gesehen, dass die zwei erst am 17 ab dem Zug weg haben. Bern hat jetzt glaube ich, auch noch einen, aber der ist erst um 20 ab oder so. Wir hoffen, dass der Jan sie nicht genug schnell fängt, dass er nachher wieder abhauen kann. Wir werden eben dann am 5 ab da. Könnten sie abfangen und auf Yverdon weiterfahren. Die Nervosität ist da. Ja, der Dorian und ich sind in der Falle. Aber ich habe ja schon am Ende der letzten Folge gesagt, wir haben aber einen Masterplan, glauben wir. Übrigens, falls ihr uns nicht kennt, das ist eine Produktion von unserem Podcast Limoncello. Und darum machen wir jetzt einfach einen Master-Move und gehen auf, es ist 9 Uhr, Aufs Schiff. und wir gehen jetzt einfach aufs Schiff. Wir gehen aufs Schiff und fahren irgendeinen Fluss drauf, keine Ahnung welchen Fluss, irgendeinen, der es in Biel hat. Und wir machen jetzt nichts mehr so wie gestern. Alles ist jetzt willkürlich, genau. Willkürlich und unberechenbar. Wir wollen am 9.10 Uhr mit dem Schiff die Aare aufrösseln. In Büren gehen wir dann auf den Zug Richtung Liss und von dort auf Bern. Sehr chaotisch und darum unberechenbar. Flavia und der Jan die sind eben auch so unberechenbar. Das ist... Kann mit mir unberechenbarer sein. Ja, ich meine, dass der Micha und der Gianni einfach nur am Rumgurken sind, das weiß ja jeder. Das Schiff auf die Fische jetzt macht nicht so Sinn. Es ist 9 ab. Gehen wir wieder richtig. Wir können auf Niedlau. Ich will noch ganz schnell warten, bis sie sicher auf dem Schiff sind. Und nachher können wir ja probieren, ihnen vorauszukommen. Irgendwie. Oh mein Gott, geht einfach so ein Schiff. Oh, es hat aber sehr viele Leute drauf. Man sieht einfach, wir sind auf dem See. Auf dem Hafen vom... Ja. Meinst du, die Ersten werden sich bald melden Ja. und sagen, ist der Standort richtig? Ich kann mir gut vorstellen, dass Jan bald das Bild schickt und denkt so, was? Was tut ihr da? Kann ja nicht wahr sein. Hallo? Ja, der ist jetzt bitter. Wir müssen wieder auf Brück, würde ich sagen. Cool, gehen wir wieder um. Sind wir auf Biel gekommen für nichts? Oh mein Gott, Dorian. Es sieht wirklich so aus, als wäre es nur ein Hang. Ja, so etwas erlebt man nur auf dem Schiff. Das ist eine Art Schleuse, Dorian. Keine Ahnung, was da durchgeht. Was war mit der Schleuse? Das ist ein Gefängnis, ein Seegefängnis. Ist ja mega cool. Ich habe noch nie gesehen sowas. Ah. Wir sinken. Die beiden Herren sind mit dem Schiff nicht bis auf die Brücke gekommen. Ja, voll falsch geguckt. Aber egal. Wir gehen jetzt keine Ahnung wohin. Am Bahnhof. Wir sind mit einem Schiff in einer Schleuse. Da hat es aber auch eine Schiffsstation, nämlich Port. Der Jan und Flavia haben darum gemeint, dass wir ausgestiegen sind. So. Ehrlich. Genau, wir gehen jetzt mal am Bahnhof zurück. Mal güchseln, ob uns das irgendetwas bringt. Und wo sie in den nächsten paar Minuten hingehen. Weil sie hocken immer noch auf dem Steg in Port. Und so schnell kommen wir nicht dort hin. Wir sind jetzt gerade in Biel. Wir sind ab sofort auch wieder im Geschehen involviert. Unerklärlicherweise steigt es einfach nicht aus. Das Schiff ist langsam. Ich will gar nicht wissen, wie viele Credits das frisst. Wir gehen davon aus, dass der Jan sie sicher auf der nächsten Station fängt. Brück bald. Brück? Ah, das Lied, ich komme von Brück. Jawohl. Viele Leute meinen ja, dass Brück ist, aber Brück und Brück ist eben nicht das Gleiche. Wusstest du nicht? Nein. Ja, es gibt eben beides. Ja, okay. Ja. Wir sind gerade am Überlegen, wir könnten dort auch sein, wir schaffen es genug schnell dort hin. Aber ob wir einen extra in sie fangen lassen und einfach so ein bisschen abwarten und ihn dann in Biel fangen und dann
zack, weg Richtung Zürich. Die Frage ist wirklich, Was sich macht der Nick verleiht hat. Ja, wirklich. Weil, Das ist auch... wenn die so viele Credits haben, mit dem Schiff so lange fahren, hätten sie auch direkt nach Bern können mit diesen Credits. Von Brügg oder so kommst du in 10 Minuten zum Biel Bahnhof. Es ist wie so, die haben keinen Meter gemacht, 0. Verstehen wir uns da nicht mehr? So, jetzt schauen wir. Bonjour, oui, non. Baguette. Ja, le café. Jetzt sind wir dann in Brügg. Und Brügg ist ein guter Standort zum Einsteigen für die anderen. Wir hoffen jetzt einfach so sehr, dass sie nicht da sind, dass wir, dass wir einfach weiterfahren können und unser Plännchen machen. Da kommt das Schiffli. Ist jetzt führen? Nein. Sind sie das? Nein, sag nein, nein. Geh runter, Dorian, geh runter, Dorian. Nein, sie sind da. Scheiße. Nein, nein. Aber im Restaurant sind wahrscheinlich nicht. Würde ich jetzt behaupten. Das ist schon. Nein. Wir können nichts machen, außer versuchen auszusteigen, aber das ist schier unmöglich. In der Sonne. Ah ja, Scheiße, wir wünschen den Kaffee ins Hart. Und den Gipfel. Oben sehe ich es auch nicht. Wir haben eine Chance. Scheiße. Ah, Scheiße. Schau, Doch, wir doch, weiter doch. schaffen. Doch, Doch. doch. Gehst du gerade? Ich warte. Grüezi. Kettenfrage. Wir sind mit unseren Kollegen ein Gefängnis durch den ÖV am Spielen. Und könnten wir ganz schnell warten, bis sie wieder draußen ist? Schau mal, wer da kommt. Zack. Könnt ihr gerade vorne haben, bitte? Ja, gern. Merci. Schön. Ist sie rübergekommen? Gut, danke vielmals. Merci. Wir sind immer noch in Biel. Ja. Der Jan hat jetzt den Nick und den Dorian gefangen. Wie kann es auch anders sein? Sie sind einfach seit Millionen Jahren in dem Schiff. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Jetzt müssen wir die ganze Arbeit machen, oder? Auf jeden Fall. Weil sie sogar noch richtig anfahren, nach Neuchâtel von Bern aus. Ja, wirklich. Jetzt müssen wir auf Biel zurück. Und dann schauen wir, ob wir auf das Iverdon kommen direkt. Ja. Das wäre natürlich Die optimal. anderen sind jetzt nämlich stuck bis um 25 in Büren. Eigentlich gilt, wenn man gefangen worden ist, muss man bei der nächsten Station auch aussteigen. Wir haben aber unser Gipfeli noch nicht gezahlt, darum sind wir wohl oder übel weiter auf Büren. Und damit haben wir uns ziemlich ins Off rausgespielt. Der Jan und Flavia gehen unterdessen in Richtung Biel zurück. Jan kommt jetzt mit dem Zug, der dort einfährt. Kannst du schnell schauen, ob er wirklich mit dem kommt? Oh, das ist jetzt? Ja, eben. Du musst schauen. Ja. Hallo, hallo. Sag, ja, hallo. Eine knappe Geschichte. Hey, was denkt sich der Dorian und der? Ich habe mir auch gedacht. Aber wir geniessen es jetzt ein bisschen. Wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Einen Zug rausgesucht. Wir gehen am 21 nach Solothurn. Ziehen wir schnell zuerst ein Zettel. Vielleicht können wir Jetzt können dann wir etwas schnell eine machen. Challenge ziehen. Und das ist... Wolf of Wall Street. Wechselt einen physischen Franken in einen physischen Euro um. Ihr dürft keine Euro am Bankautomaten beziehen. Das ist eigentlich noch schwierig. Kommt drauf an. Ja, Zeit, oder? So, hopp. Frühstück bei Tiffany findet ein Lokal, wo ein Kaffee mehr als 5 Franken kostet. Hätten wir schon Im irgendetwas finden? Starbucks und dann ist es easy raus. Ach, so ein Starbucks? Nein, ich auch nicht. Aber Starbucks Also es müsste ein Kaffee sein und kein Milchkaffee oder so. Ah. Es muss ein Kaffee sein. Kaffee. Ja, ein Kaffee. Wir haben jetzt einen Franken und wollen den in einen Euro wechseln. Grüezi. Grüezi.
Wäre es möglich, dass wir den Franken in einen Euro wechseln könnten? Nein, wo wir haben. Haben wir keinen Euro? Und Kaffee Crème ist es kein Kaffee. Doch, das zählt als Kaffee. Aber kein Milchkaffee oder Cappuccino oder so. Da beim Kiosk probieren wir noch. Am Kiosk, ja. Wäre es möglich, dass wir den in einen Euro wechseln könnten? Ein Franken in einen Euro. Einen Franken in einen Euro wechseln? Euro. Haben wir keinen Euro? Schade. Vielleicht jemand, der aussieht wie ein Tourist, der Euro Eins, hat? zwei. Wie Creme. Ja, aber das sind dann nicht das, was wir suchen. Entschuldigung. Haben Sie Euro? Könnten Sie einen Franken in einen Euro wechseln? Wir müssen eben physisch. Wir müssen eine Schnitzeljagd machen. Danke Danke vielmals, merci. Danke vielmals. Das wäre noch der Franken. Ja, wir müssen eben wechseln. Wir müssen. Ja, wir müssen. Genau. Danke vielmals. Merci vielmals, danke. Perfekt. Wir müssen jetzt nachher rechnen, ob wir auf Zürich kommen mit dem, aber das ist gerade ein richtiger Boost. Wollen wir gerade die nächste ziehen? Ja. Wo haben wir sie? Da, bei mir in der Hose. Also Level 2. Tree of Life umarmt in einem Park insgesamt 10 verschiedene Bäume. Das ist mega easy. Das ist meine Hate-Challenge. Das ist so etwas Peinliches. Okay, dann steigen wir da ein. Ja. Richtung Zürich. Dann mal schauen, wo wir rausgehen. Der Micha und der Gianni haben eine Fehlüberlegung gemacht. Sie haben vergessen, dass man eine Challenge ja an dem Ort machen muss, wo man sie gezogen hat. Darum fahren die beiden jetzt auf Olten, um die Challenge dort zu machen. Das ist ein Regelverstoß und gibt natürlich keine Ulis. Es ist ihnen irgendwann auch aufgefallen und sie haben sogar ein Statement aufgenommen. Wir haben ein bisschen Scheiße gebaut. Wir haben ein bisschen beschissen. Aber zu dem kommen wir noch. Wir haben jetzt gerade einen Kaffee gesucht. Wir waren zuerst dort hinein. Café Brésil haben wir nur so Doppio Espresso gefunden für 5,80, aber das haben wir dann gefunden, das sind ja eigentlich 2 Kaffees. Und nachher sind wir ins Spettacolo gegangen. Dort kostet ein Kaffee ein halbes Vermögen, also die grossen Versionen. Die Kaffee Latte hat 5,10 gekostet irgendwie. Der Espresso, also dort haben wir genug Kaffees gefunden, um das Vermögen auszugeben. Auf jeden Fall, Kaffee ist den Preis nicht wert. Unterstützt eure lokalen Bäckereien. Schönen Tag. Ja, wir sind in Büren. Wir sind in Büren ohne Flagge vor allem. Guck mal, da hinten mit der Flagge. Das ist schön. Das ist ja schön hier. Wir rennen jetzt den Stadtpark Olten mit der Challenge lösen. Wir probieren es. Es geht 10 Minuten dorthin und in 12 Minuten fährt es ein Zug wieder. Das heisst, wir müssen die 4 Minuten dorthin und dann wieder zurück. Ja. Der Zug kommt. Was für ein Zug ist das, Flavia? Das ist einer auf Olten, Intercity. Wieder Olten. Wieder? Schon wieder? Nein, Ab wirklich und zu. Aber wir haben jetzt eine Kaffee-Challenge gemacht. Mit 50 mehr. Das heisst, es würde uns eigentlich vom Geld her von da aus lange. Von da aus? Von da aus. Aber wenn jetzt zuerst auf Olten und auf Luzern wahrscheinlich dann auch noch. Ist die richtig? Okay, 1. Wie viel? 10, gell? 2. Wir waren gerade im Park. In 12 Minuten weg. Haben wir 2 mal in 5 Minuten gemacht. Du hast schnell die Bäume umarmt. Jetzt gehen wir gerade in den nächsten Zug rein. Wir gehen jetzt richtig Zofingen. Zieh da schnell eins. Catch Me If You Can steht 10 Meter auseinander und werft einen beliebigen Gegenstand 10 Mal hin und her. Das ist geil. Das können wir dann nachher machen. Ja, die 2 Herren machen den gleichen Fehler nochmal. Es ist aber weniger schlimm, wie es aussieht, weil wenn ihnen die Regeln noch bewusst gewesen wären, hätten sie gar keine Challenge gezogen. Es hat sich also bis jetzt nichts am Spielverlauf geändert, ausser dass sie halt völlig unnötig die Bäume umarmt haben. Und jetzt gehen wir davon aus, ihr nächster Weg ist Luzern. Also haben wir eigentlich nichts anderes, als dass wir ihnen folgen können.
Das heisst eigentlich, unser Plan ist jetzt einfach nachreisen und hoffen, dass wir vor dem Jan sind. Genau. Oh boy. Let's go, S29 und ist eine S-Bahn. Kostet nicht viel, ist geil. Scheiße, es hat sich bewegt. Haben sich bewegt, wo dann? Ich sehe es nicht. Also ich glaube, jetzt reicht wirklich langsam durch. Was? Siehst du das? Sie gehen wieder zurück? Sie gehen zurück. Hä? Die gehen vielleicht dort hinein? Nein, Moment. Ich habe es falsch gedreht. Aha. Weg auf Luzern, oder? Ja, sie gehen tatsächlich okay. In diesem Moment Gut, wir sind gerade bestätigt worden. Ja. Wir gehen nach Luzern. Gern, sehr Ja. gern. Okay. Das ist einmal ein neuer Ort, der freigeschaltet wird. Endlich. Wir sind wirklich erst so irgendwie am Eis dort, habe ich gedacht. Boah, jetzt wird es dann doch noch ein heißer, du. Wir sind so hinten drin, Mann. Das Schiff ist echt nicht gut. Wir sind erst am Eis, wir sind eine Stunde später dort. Oh no. Ja, bis dann, also wenn sie jetzt in Luzern Challenges machen, dann wird vermutlich der Jan kommen und Flavia und werden sie fangen. Und dann sind wir sind dermaßen hinten drin die ganze Zeit. Oh no. Der Dorian und ich fahren also von Solothurn auf Olten, um dann auf Luzern zu kommen. Der Jan und Flavia nehmen in Olten gerade einen Direktzug auf Luzern. Und der Micha und der Gianni merken auf halbem Weg, dass sie vorher gerade gegen die Regeln verstoßen haben und gar nicht mehr genug Guelis für auf Luzern haben. Sie steigen darum in Sursee mit noch 11 Guelis aus und gehen ein Statement zu der Situation machen. Wir haben ein bisschen Scheiße gebaut. Wir haben ein bisschen beschissen. In der Regel steht ja ganz klar, Man muss eine Challenge dort machen und man sie zieht, Genau, außer es gibt einen Grund, wieso man es nicht dort machen kann. ja, Challenge muss man vor Ort machen. Wir haben es nicht gecheckt, wir haben nicht geplant. Wir haben wirklich die Regel einfach nicht mehr im Kopf gehabt. Und jetzt haben wir mit dem Jan und dem Nick telefoniert. Wir haben gesagt, wir tun die Challenges beide wieder zurück. Die, Kommen wir wieder da ins blaue Beagle rein. genau, die mit den Bäumen umarmen, die zählt auch nicht. Also das wären 80 Punkte gewesen, die werden uns jetzt nicht gut geschrieben. Dann haben wir während dem Fahren nach Luzern gemerkt, ja gut, dann würden wir es jetzt auch gar nicht mehr nach Luzern schaffen. Darum sind wir jetzt in Sursee rausgegangen. Die Challenges sind beide nicht stattgefunden, beide keine Punkte. Das ist für uns mega blöd, weil wir sitzen jetzt in Sursee und haben keinen Stutz mehr, oder fast keinen. Jetzt müssen wir hier Challenges lösen. Ja. Ich hoffe, dass wir unterdessen nicht gefangen werden. Der Micha und der Gianni sind mit 11 Ulis und der Flagge in Sursee gestrandet. Der Jan und Flavia sind in Luzern angekommen und der Dorian und ich in Olten. Am 6 Uhr am Abend ist das Spiel fertig. Wir steuern also langsam Richtung Ende zu. Gewonnen hat die Gruppe, die die Flagge an ihren Ort bringen kann. Schafft das niemand, wird am 6 Uhr am Abend geschaut, bei wem die Flagge am nächsten ist. Aktuell ist die Flagge am nächsten vom Montreux. Der Jan und Flavia sind also am Gewinnen. Sobald die Flagge in Luzern ist, sind der Dorian und ich am nächsten. Wie das alles weitergeht bzw. zu Ende geht, das sehen wir in der epischen letzten Folge von Ueli on Tour. Wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jungs, haben wir Feierabend machen? Gehen wir ins Apero? Ja, ich bin noch ganz kurz Oh, ups. Ja, macht nichts, schon gut. Unser Format, da sind wir inspiriert worden vom Format Chatlag. Das ist ein YouTube-Kanal. Den verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.